Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Wir schauen uns jetzt mal eben noch die Skits an, die wir hier am Speicherpunkt so zum Anschauen haben. The Normans' powers sure are interesting. Not as much as their faces, though. Yes, the Norman's ability to assist is quite helpful, and each one has different capabilities. They all look the same, though. Its abilities change from combining them in different ways, right? They have bad attitudes, even though they're Norman. Yes, there should be increasing numbers of Norman which you could combine to make new effects. Norman times Norman equals Norman how? You sure have it in for the Norman, Edna. Not really. Just a bone or two to pick. By which I mean 77 confrontations, 108 complaints, and 32 appeals. That's all. Sounds complicated. Ein wenig, ja. Could you tell me more about equipment skills? Way to have your head in the game. First, let's go over the basic skills. Basic skills can be broken down into 10 groups with 5 different elements. So in total, it's 10 times 5. Think you can do the math, genius? There are 50 Norman named after the basic skill they offer. Each one has the power to draw forth that specific skill. So if you find a skill that you like, go find that Norman and send them off to the Lord of the Land to do your dirty work. Elements and skill groups aren't just for tweaking the effects of your skills. They're also closely linked to bonus skills. That's all the time we have for today. See you again next week. Next week? We're doing this again? Okay, hätten wir das auch. Dann als nächstes sollen wir uns im Gasthaus ausruhen. Wir sehen auch immer noch den Effekt, den wir durch unsere Mahlzeit, die wir dort eingenommen hatten, welchen Effekt wir da haben. Aber genau, das ist mir noch aufgefallen hier. Hast du noch Ausrüstung mit offenen Fertigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Aha, Defense. Also jede Waffe, die noch nicht 4 Fertigkeiten hat, kann ich mit noch einer Fertigkeit... Oh je, Mine, das bietet ja verdammt viele Möglichkeiten. Erstmal diesem schäbigen Speer. Damit ist dir erstmal geholfen. Wenn du mehr brauchst, dann rufe mich zum Herrscher des Landes. Defense, aha. Normen findet man an vielen Orten. Normen können Fertigkeitseffekte für die Fertigkeiten erzeugen, die ihren Namen tragen. Suche in jedem Gebiet Normen und zeige ihnen Ausrüstungsgegenstände mit Fertigkeitsfeldern, damit sie ihre Fertigkeiten einfügen können. Oh je. Menü Herrscher des Landes. Normen einstellen. Wir haben Attack und Defense. Hier kann ein Norman ernannt werden. Gegenstände anbieten. Ah ja, gut. Das haben wir das letzte Mal auch schon gemacht. Dann geben wir ihm hier auch ein bisschen Zeug. So. Gaben einstellen. Wir haben 3 Punkte. Die Reisepause, die Schatzwiederherstellung und die Helienerkennung. Okay, das haben wir, glaube ich, drüben auch. So, okay, dann haben wir da drüben was zu reden und da drüben ist auch ein neues Symbol. Dann gehen wir erst einmal dahin, bevor wir bei der Hauptquest weitermachen. Denn ich habe mir noch überlegt, wir sollten irgendwann noch einmal zurückgehen, wenn das irgendwann geht, also wenn die Brücke wieder steht. Und dann mal gegen diese besonderen Hellions kämpfen. Beziehungsweise gegen einen davon, weil dann sind wir ja schon um einiges stärker, das sollte ja dann gehen. Lila, darling, you really found yourself a peach of a shepherd. Good on ya. Why, thank you. You two go way back, don't you? There was a time once when the Norman Seraphim and I traveled together. Lila was like an idol to us. At one point, all 49 of us begged her to make us her sublords. You didn't go for it? No. Let's all just be friends, she told us. What a cruel woman. Well, 49 is a bit much. The trauma nearly killed us. We all scattered over the globe to be alone with our melancholy. What? Surely that wasn't necessary. You sadistic harpy. I
I don't think I'm a harpy. It's all good. Us Norman, we roll with life's punches. We all treasure it as a bittersweet memory from when we was carefree young'uns. This nostalgia trip is boring me, but it's true that Norman have useful abilities. If we find any more, let's catch him. It'd be sad if they turned into Hellions. I'd get a kick out of seeing my old buddies again. I promise we'll help you folks out. Okay. Ja gut, und das Symbol wird der, genau, Herrscher des Landes sein. Okay, dann haben wir das auch. Welches Level sind wir inzwischen? 15 allesamt. Das ist doch was. Dann überlege ich nämlich jetzt. Ja, wir gehen erstmal ins Gasthaus. Und schauen mal, was wir da noch so bekommen. Jetzt möchte ich dann auf die Uhrzeiten gucken, dass da... Ach, oh, die Richtung. Ich bin völlig durch den Wind. Konzentration und sowas ist momentan nicht meins. Deswegen entschuldigt, wenn ich da etwas mich sehr blöd anstelle zum Teil. Nette Musik hier. Komm schon, reiß dich zusammen. Du willst doch der Inhaberin nicht noch mehr Ärger machen, oder? Sie hat sowieso schon alle Hände voll zu tun. Wir schließen gleich. Ich bringe dich nach Hause, Mister. Schnapp dir meinen Arm und dann geht's zur Tür raus. In Ordnung? Okay. Ja, dann nehmen wir nochmal so eins hier. How are you feeling? Right as rain. Good. We don't need a sick shepherd. That'd be bad! And precisely how long had you been saving that one? Looks like we've got our Sorey back. Ach, sieh an. The shepherd. Perfect timing. Agil! We heard about the bridge. You're a superstar. Well, you know. You know? Well, whatever. Anyway, we need you to sign for this. Huh? Me? Spielen die jetzt Paketboote oder was? More medicine. It was ordered by a guy named Nafe. Huh. See? Buck up. We got this. I guess you're right. Also a message. I found a group of mercenaries headed toward Marland and asked them to protect the town, but they refused me. I have asked for additional reinforcements from Lady Lake, but it will take some time. That's all. Mercenaries. They might work in a pinch. Can mercenaries stand against the Hellions? Probably not the Hellhounds, but they might be able to handle lesser Hellions. They are vicious, but they are visible. And little. But they already refused the guard job. I could try asking again as sincerely as possible. Wouldn't hurt to go try. Thanks for passing along the message. Hey, why are you going through all this trouble anyway? Why? I mean, you can't just not help people in trouble. I get it. I get that you're weird. Now, where is the medicine going? The sanctuary. Gotcha. Oh, hey! You didn't happen to run into a group of mercenaries on the way here, did you? You mean the woodsmen? They came with us. I think they're probably still in town.
They said they were gonna stock up. Also müssen wir das zuerst erledigen. Okay, dann machen wir das. Nämlich mal mit den Söldnern reden. Was ist denn das? Ach, der orangene Punkt, der verwirrt mich immer völlig. Aber da ist ja nie was zu finden. Hurry and get your supplies. We can't be wasting time in a crazy town like this one. What happened? Wild dogs were attacking the sanctuary, but these guys put them down. Gotta admit, that was some fine teamwork. Those dogs are hellions. And no pushovers either. Well, for a human anyway. Excuse me, may I ask you a favor? Huh? You're talking to the woodsman, bub. We don't do babysitting. And we won't get your kitty out of a tree. It's about a job only you guys can handle. I'm the leader, Lucas. What's this job you speak of? We want you to protect Marlin for a little while. Yeah, we were asked that before, but turned it down. Ain't taking no chances guarding over a place that's diseased. Hey, boss. The kid you're talking to is the shepherd. The miracle bridge maker? This scrawny little duckling? You're pulling my chain, right? We found a way to bring Marlin back to how it was, but we have to leave town to do it. And the guards here aren't in a condition to fight because of the epidemic. So you want us to handle it, huh? We do the grunt work so you can get the glory. Is that how it is? It's nothing of the sort. Huh, so you say. What do you need? Let me tell you something, Mr. Shepherd. Money talks and horse crap walks. If you're serious about it, put your cash on the table, then we'll talk. How about it, Mr. Shepherd? Well, well. Looky here. The shepherd comes through. Guess we really can trust you after all. You trust whoever gives you money? And what else, pray tell, should be my motivation? Duty, chivalry? Let's say this epidemic kills one of my subordinates. Will duty and chivalry step in to take care of his grieving family? Well... But if I have money, I can make sure they've got a safety net. That's the kind of contract I have with my team. And that's why in return, they're willing to put their lives on the line. You need to start facing reality, sister. Facing reality, huh? So, you want us to guard the town, huh? We'll take the job, but on one condition. In return, can we do whatever we want to this town while you're away? Sorey, are you sure about this? It's fine. No one who values contracts so highly would do anything sleazy. Bist du dir da sicher? You passed the test. Alright, you bums, we got a job to do. We're staying in Marland and guarding it. Alpha and Bravo squad secure the perimeter. Charlie handle things in town. I'll go tell the guards what's up. These orders come from the shepherd himself. Don't slack off out there. Ah! What's this? Your change. It's our policy to accept a reasonable price for the job we do. Well, they're cheaper than we imagined. We may not look it, but we value our customers. Okay, mit der Aktion hat er sich, also nicht mit der Geldrückgabe an sich, die war noch mal so ein Top, aber er hat sich um einiges vertrauensseliger gemacht dadurch.
Aber ich glaube, er wollte auch so wirken, wie er gewirkt hat mit dieser Frage, ob sie alles tun und lassen dürfen. Überlass die Sicherheit dieser Stadt uns. Wir haben die Lage voll im Griff. Sieh zu, dass du deinen Teil des Abkommens erfüllst. Was ist mein Teil des Abkommens? Ah ja, den mächtigen Hellion besiegen. Ja, das wird witzig. Noch alles werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, aber zunächst einmal. Genau, noch einmal. Abspeichern. Moment. Ha. Now then, this time we'll be covering skill groups. We're not gonna talk about bonus skills? We're the ones doing the teaching around here. Shut up and listen. Yes, ma'am. It wouldn't be prudent to explain everything at once, so I'll start off with the ones you can obtain in the beginning phases. So first, there's the status column. This increases basic stats by a certain percentage. Here, it's wise to improve upon your given strengths. Then there's the HP column. If you're prone to damage, it's best to improve on this. Or just don't get hit in the first place, doofus. But anyways, as you can see, aligning the same skill group together to carry out a tactical battle is one option that you have. And that's where the bonus skill comes into play. See you again next week! Next week again? Finde ich cool gemacht irgendwie. Also wenn es aber, also wenn ich das jetzt richtig sehe, dann kann ich doch im Endeffekt hier später genau das einstellen, was ich will. Für jede Waffe, zumindest so, dass ich die leeren Slots füllen kann, so wie ich möchte, richtig? Und dadurch kann ich dann zum Beispiel solche Bonusfertigkeiten wie Deaqua oder so aktivieren oder auch hier Anthem. Also, das hier müsste die Wertespalte sein und das hier müsste die KP-Spalte sein. Nee, das hier ist die KP-Spalte. Interessant, okay. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal aus Marland hinaus. Wir verlassen uns darauf, dass die Söldner ihre Arbeit vernünftig tun. Gehalt genug hatten wir ja zum Glück für sie. Okay. Wollte nur schauen, ob das alles passt. So. Im Südwesten. Also wahrscheinlich den Weg da. Dann werden wir aber mal gerade noch, genau, Moment mal, wir müssen ja gar nicht zurücklaufen, ne? Wir werden dann nämlich gerade mal einen kleinen Ausflug machen. Seehafenhöhe, nein. Na doch, das müsste ja dann Seehafenhöhe sein. Das hier sind die Städte, Damensee, Elysia. Livia, ehrwürdiger Falkenkang. Gehen wir mal nach Seehafenhöhe. Verlassenes Külfe. Ich glaube... Na, wir gehen mal zu den Morgenfällen. Kostet uns das eigentlich irgendwas? Genau, hier sind wir richtig. Ich werde aber auch gerade hier mal abspeichern, weil der Kampf wird ja vielleicht ein bisschen härter. Mir wurde nämlich auch in den Kommentaren mitgeteilt, dass ich nur durch das Besiegen solcher Gegner KP bekomme. Deswegen werden wir das jetzt einmal probieren, ob wir dafür schon stark genug sind. Oder nicht. Ich bezweifle es irgendwie. Level 19, okay. This is a manic armor. It is said that they're strongest when the full moon is out. Then now's our chance. We can take them on. Okay, dann gehen wir erstmal hier rüber und machen die Kleinen kaputt. So, und dann hauen wir nämlich jetzt mal so rein. 9000 Leben hat der, okay. Sehr anfällig gegen Arts. Okay, das ist eher doof.
Da muss ich denen, glaube ich, sagen, dass sie mal auf Verteidigung achten sollen, ne? So, okay. Aua! Ja, das ist eher schlecht. Ah ja, okay, dann die tauschen sich auch selbst aus da drüben. Na komm schon, nein, lass Mikleo in Ruhe. Nein! Ruf nach Verstärkung, das ist aber interessant. So, wir machen das jetzt aber mal noch fertig hier. Jawohl, mit Levelaufstieg. Neue Arts gelernt, anormale Kugel erhalten. Ach, jetzt check ich das. Ah. Davon haben wir aber schon mal welche bekommen. Neues Art erlernt, neue Kenntnisse zum Titel vertieft, anormale Kugel erhalten, Kenntnisse zum Titel vertieft, genau, Ausrüstungsfertigkeiten erhöht, neue Kampfaktionen und so weiter. Nice. Dankeschön, sehr gut. Du musst dich auch selber mal ein bisschen heilen, das hast du recht. So, was haben wir noch? Ladungszauber, Partnerstoß. Halte nach einer Combo RT gedrückt, um einen SA zu verbrauchen, beim Partner 50 SK wiederherzustellen und sofort einen Folgeangriff gegen das Ziel auszuführen. Also sowas ähnliches wie der Kettenstoß, nur mit einem Partner. Spannend. So, aber dann werden wir uns mal gerade noch... Ist schon wieder die Zeit rum. Ich habe auch schon wieder keine Zeit mehr. Mann. Genau, hier diese anormalen Kugeln. Künstliche Segenskugel, die im Besitz von Hellions eine seltsame Verwandlung veranlasst. Steigert die maximalen KP aller. Ah, okay. Also ich verstehe. Die Kugeln... Segenskugel und anormale Kugeln. Also diese Kugeln hier sind quasi für unsere KP zuständig. Und nur durch das Einsammeln von denen bekommen wir mehr davon. Und das Ding... Okay, kann ich auch nicht irgendwie benutzen. Oder muss ich auch nicht benutzen irgendwie, sondern ich krieg die einfach und dadurch steigen unsere KP. Das ist doch cool. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ah ja, und ich wurde noch darauf hingewiesen... der Rucksack ist einfach ein Accessoire. Ich bin ja nicht so der Fan davon tatsächlich, irgendwie. Aber wir laufen noch mal ein bisschen damit rum. Einfach nur, weil wir es können. So, aber an dieser Stelle bedanke ich mich dann auch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ja, bis dann. Ciao.